Grüße euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher, hier auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Mit Schrecken habe ich festgestellt, dass ich zwei Meister ihrer Klasse noch nie miteinander verglichen habe, noch nie gegeneinander ins Rennen geschickt habe. Das muss ich natürlich gleich mal nachholen. Und Sie wissen selbstverständlich, von welchen Hunden es hier und heute geht. Es geht um den deutschen Schäferhund und um den Rottweiler. Ja, zwei Hunde, die völlig anders als derjenige, den ich zuletzt präsentiert habe, nämlich der Cão-Filha de São Miguel, von mir nicht nur aufgrund von Internetrecherchen präsentiert werden müssen, denn auf den Filha bin ich ja persönlich noch nie, in meinem ganzen Leben noch nie getroffen. Bei diesen beiden sieht das völlig anders aus, genau gegenteilig aus, denn ich möchte behaupten, dass der deutsche Schäferhund und der Rottweiler die beiden Hunderassen darstellen, mit welchen ich in meinem Leben am meisten zu tun gehabt habe. Schauen Sie, mit deutschen Schäferhunden bin ich so gut wie aufgewachsen. Fast jeder in meiner Familie hat mal einen besessen, viele in meinem Bekanntenkreis ebenfalls, und am Platz hatte ich unzählige schöne Arbeiten mit diesem Hund absolviert. Ähnliches gilt für den Rottweiler, ebenfalls einige in meiner Familie, einige meiner Verwandten Besitzer gewesen von Rottweiler, viele meiner Bekannten einen besessen und auch am Hundeplatz, am Abrichterplatz sehr viel mit den Rottweilern gearbeitet. Ich bin ein riesengroßer Fan dieser beiden Hunde und möchte gleich betonen, dass dieses Vergleichsvideo zu 100% auf persönlichen Erlebnissen mit diesen beiden basiert. Hier vergleiche ich sie aufgrund persönlicher Erlebnisse. Die können natürlich von Ihren abweichen, aber das liegt nun mal in der Natur der Sache. Ich möchte gleich mit dem direkten Vergleich loslegen und die Geschichte beider Hunde überspringen, denn ich lade Sie herzlichst dazu ein, sich eines der beiden Videos anzusehen, wo ich speziell über einen dieser beiden Hunde spreche. Ja. Also gehen wir es gleich mal an und beginnen wir mit der Größe. Deutscher Schäferhund und Rottweiler erreichen etwa die gleiche Maximalgröße. Im Standard spricht man von maximal 68 cm Schulterhöhe. Bei Rüden, Hündinnen sind selbstverständlich etwas kleiner, sie sind gleich groß. Ich sah in der Praxis im realen Leben allerdings schon deutsche Schäferhunde und Rottweiler, die über 70 cm Schulterhöhe erreicht hatten. Aber ja, das sind Hunde, die etwa gleich groß werden. Also hier gibt es nicht wirklich viel Unterschied. Beim Gewicht sieht das etwas anders aus. Ich weiß, es gibt ziemliche Brocken unter den deutschen Schäferhunden. Ja, es kann Ihnen schon geschehen, dass Ihnen mal ein kapitaler Hund entgegenkommt mit 50, 52 Kilo. Ist nicht häufig ein Schäferhund mit 52 Kilo Gewicht, aber es gibt sie. Ich sah sie schon. 50, 52 Kilo sind allerdings beim Rottweiler absolut nichts Erstaunliches. Kein Spektakel, völlig normal, eher schon im unteren Bereich der Rüden zu Hause, möchte ich sagen. Denn ein kapitaler Rottweiler läuft Ihnen schnell mal mit 60, 62, 63 Kilo über den Weg. In den 90er Jahren kannte ich ein Rottweiler Brüderpaar namens Bodo und Hoss im Besitz meines damaligen Verbandspräsidenten. Bodo war der Größere. Er hatte eine Schulterhöhe von sage und schreibe 74 cm und warf 72 Kilo auf die Waage, liebe Zuseher. Sein kleinerer Bruder Hoss hatte eine Schulterhöhe von 72 cm und war 68 Kilo schwer. So wahr ich hier stehe, das ist kein Anglerlatein. Natürlich waren diese beiden Rottweiler für eine Ausstellung viel zu großrahmig und hätten keine Chance gehabt, dort irgendeinen Erfolg einzufahren. Doch ich wollte Ihnen nur damit sagen und beweisen, dass es derartige Mutanten bei den Rottweilern gibt. Sind zwar eher die Seltenheit, Rottweiler mit 70 Kilo, wenn sie in guter Kondition stehen und trocken sind. Ja. Aber es gibt sie, sie existieren, es lebt. Ja. Also, gleich groß, unterschiedlich schwer, ein kapitaler Rottweiler ist immer schwerer als ein kapitaler Schäferhund, da sind wir uns mit Sicherheit einer Meinung. Sehen wir uns mal die Fellbeschaffenheit an und das ist eine ähnliche. Denn bei beiden Hunden spricht man im Standard von stockhaarigen Hunden. Wobei es den deutschen Schäferhund auch in Langstockhaar gibt und den Rottweiler habe ich schon häufig derartig kurzhaarig gesehen, dass er schon eine ähnliche Fellbeschaffenheit wie ein Dobermann vorgewiesen hat. Ja, ist so, was soll ich tun? Ist Fakt. Aber der Standard spricht vom stockhaarigen Hund mit Unterwolle, gilt dasselbe für einen deutschen Schäferhund.
Dann kommt noch der Langstockhaarige dazu, der im Großen und Ganzen den deutschen Schäferhund als den Hund präsentiert mit etwas intensiver zu pflegendem Fell. Aber Fellbeschaffenheit eine ähnliche. Sehen wir uns mal die Gesamterscheinung an. Und hier unterscheiden sie sich relativ stark voneinander. Sie sind ein völlig verschiedener Genotyp. Während der deutsche Schäferhund klar in dieses wolfsähnliche Hütehund, in den wolfsähnlichen Hütehund-Typ hineinschlägt, der eher weniger bullig dasteht, sondern eher den schlanken Läufer darstellt, präsentiert Ihnen der Rottweiler einen Hund, der schon sehr stark ins Molossoide hineingeht. Ich würde den Rottweiler 60% Molosser-Typ, 40% Hütehund-Typ zusprechen. Er ist weit substanzvoller. Außerdem unterscheiden sie sich in der Kopfform sehr stark voneinander. Der deutsche Schäferhund, diesen wunderschönen wolfsähnlichen Kopf mit doch relativ langem Fang und natürlichem Stehohr, während der Rottweiler einen Molosser-ähnlichen Schädel hat, breit mit kürzerem Fang und Schlappohr. Es verbindet sie allerdings in der Gesamterscheinung einiges miteinander. Das Hauptthema, das sie miteinander verbindet, ist, dass sie beide gleich von Anfang und von Beginn klar erkennbar ausstrahlen: Ich bin groß, ich bin stark, ich bin leistungsfähig. Man erkennt beide sofort, ja, das sind leistungsfähige Arbeitssportshunde. Das haben sie miteinander gemein. Doch wenn es rein um den Genotyp, um die Optik geht, ja, sind das zwei völlig unterschiedliche Hunde. Eine Geschmackssache. Ja. Außerdem gibt es den Rottweiler nur in einer Farbe, in Schwarz mit braunen Abzeichen. Die braunen Abzeichen von hellbraun bis ins dunkelbraune hinein. Den deutschen Schäferhund gibt es in mehreren Farben. Den gibt es in Schwarz mit braunen Abzeichen, in Wolfsgrau, in Reinschwarz, ich sah ihn schon in Falbfarben und so weiter. Also sie weisen eine verschiedene Gesamterscheinung vor, die beiden. Ganz klar. Ja, kurz mal die Lebenserwartung angekratzt. Hier nehmen sie sich beide nicht viel. Halbwegs gesunde Hunde erreichen 10 bis 14 Jahre, möchte ich sagen. Es gibt sicher Schäferhunde und Rottweiler, die älter geworden sind oder älter werden. Das steht außer Frage. Aber im Schnitt bewegen wir uns zwischen 10 und 14 Jahren Lebenserwartung. Somit gehören sie nicht zu den Hunden mit den höchsten Lebenserwartungen, aber natürlich auch nicht zu den Hunden mit den geringsten Lebenserwartungen. Ja, Bewegungsdrang. Und hier sei gleich mal betont, dass ich der Meinung bin, dass beide Hunde denselben Bewegungsbedarf haben. Das sind zwei Angehörige der Gebrauchshundeklasse und alle 9 der Gebrauchshunderassen haben hohen Bewegungsbedarf. Bei der Triebigkeit unterscheiden sie sich allerdings. Doch lassen Sie mich zuerst Folgendes sagen. Es gibt sowohl beim deutschen Schäferhund wie auch beim Rottweiler Showlinien wie auch Arbeitslinien. Und hier kann der Unterschied krass zueinander sein. Ich hatte mit Rottweilern zu tun, die aus reiner Arbeitslinie stammten. Liebe Zuseher, die wiesen eine Triebigkeit vor, wie sie der triebigste Dobermann vorweist. Das ist so. Ich traf allerdings auch schon auf Rottweiler, die derartig ruhig, phlegmatisch und gelassen daherkamen wie die schwersten Molosser. Also hier unterscheiden sich oft Rottweiler von Rottweiler enorm voneinander. Dasselbe gilt für den deutschen Schäferhund. Auch da arbeitete ich schon mit deutschen Schäferhunden aus reinen Working Lines, aus reinen Arbeitslinien, die weit triebiger, bewegungsfreudiger waren als Schäferhunde, welchen solchen Arbeitslinien nicht entstanden, die weit ruhiger, gelassener daherkommen. In diesem Video vergleichen wir den typischen Rassevertreter, wie sie ihn zumeist draußen antreffen. Also Hunde, die nicht speziell auf Leistung gezüchtet wurden. Ja? Und hier ist es immer so für mich, dass der deutsche Schäferhund etwas triebiger ist als der Rottweiler, etwas flotter unterwegs, geschwinder unterwegs ist als der Rottweiler. Da fährt für mich die Eisenbahn drüber. Selber Bewegungsbedarf, deutscher Schäferhund immer etwas flotter unterwegs als der Rottweiler. Leistungsfähigkeit, die setzt sich ja aus verschiedenen Dingen zusammen. Hier vergleiche ich gerne Hunde bei der Arbeit am Abrichteplatz. Ich habe mit beiden Hunden unzählige Male am Platz gearbeitet und kann sie diesbezüglich sehr gut miteinander vergleichen. Wenn ich ans Gerätetraining denke, Hochsprung, Weitsprung, Kletterwand, ist es für mich unbestritten so, also da fährt die Eisenbahn drüber, dass der deutsche Schäferhund hier der geschmeidigere
leichtfüßigere Hund ist, der etwas beweglichere Hund ist. Auch der Rottweiler ist top dabei, wenn es um Hochsprung, Weitsprung, Kletterwand geht. Doch der deutsche Schäferhund hat hier allein schon aufgrund seinem weniger an Substanz zu verdanken, dass er etwas behender ist. Ja, er ist etwas leichtfüßiger, wenn es um Hochspringen, Weitspringen, um die Kletterwand geht, generell ums Gerätetraining geht. Hier ist der deutsche Schäferhund dem Rottweiler im Vorteil. Ausdauertechnisch nehmen sich beide nicht viel. Beide sind Hunde, die hohe Leistung über lange Zeit erbringen können. Wie alle Gebrauchshunderassen. Die Mücken sind nervig hier. Kräftemäßig ist der Rottweiler im Vorteil. Er entwickelt mehr Power. Das ist mir besonders bei der Schutzarbeit aufgefallen. Während der deutsche Schäferhund schneller reinkommt, beim Anmarsch, Mutprobe Stock, Mutprobe Schuss, entwickelt der Rottweiler am Arm direkt mehr Energie. Er hat mehr Schmalz, mehr Körperkraft, er ist substanzvoller, hat mehr Gewicht, er hat auch etwas mehr Punch im Kiefer. Ich bin davon überzeugt, dass der Rottweiler etwas mehr Kilobond Druckkraft pro Quadratzentimeter am Schutzarm ausübt. Wir hatten einen Rottweiler am Platz, den Gordon, der einen meiner Figurantenkollegen das Glas seiner Uhr durch den Schutzarm durch zerdrückt hat. Derartig hart hat er zugegriffen. Schauen Sie, einen Crushing Bite haben beide Hunderassen, sowohl der deutsche Schäferhund als auch der Rottweiler. Auch der deutsche Schäferhund hat einen knochenzermalmenden Kiefer. Und ich möchte meinen ungeschützten Unterarm in keinen der Kiefer beider Hunde legen. Glauben Sie mir das. Aber der Rottweiler ist hier etwas im Vorteil. Er hat etwas mehr Körperkraft. Er ist schwerer, er hat mehr Substanz, er hat den breiteren Kopf, ergo er hat das größere Kauwerkzeug. Er greift ein bisschen fester. Dafür ist der deutsche Schäferhund schneller, explosiver, beweglicher. Doch zur Leistungsfähigkeit gehören auch andere Dinge, wie zum Beispiel die Wetterfestigkeit. Und hier zieht der deutsche Schäferhund den Rottweiler davon, wenn es warm wird. Viele von Ihnen haben das von mir schon mal gehört. Mir ist ganz besonders aufgefallen, wenn wir am Platz gearbeitet haben und die Temperatur sich den 30 Grad plus genähert hat, waren die Rottweiler die Ersten, die sagten, auf Wiedersehen, ich möchte nicht mehr, ich gehe nach Hause, ich habe keine Lust mehr. Auch deutsche Schäferhunde lassen bei Temperaturen um die 30 Grad merklich nach. Aber niemals derartig auffällig, wie es die Rottweiler taten, denn die ließen am meisten von allen Hunden am Platz nach. Die fielen als Erster aus, die brachen zuerst weg. Thema Kälte. Da nehmen sie sich beide nicht viel. Sowohl der deutsche Schäferhund wie auch der Rottweiler kommen mit Kälte sehr gut zurecht. Es sind keine arktischen Hunderassen, die Temperaturen bis minus 30, minus 40 Grad unter Null ertragen werden. Aber sie kommen mit Kälte gut zurecht, anders als ein deutscher Boxer oder ein Dobermann. Bei Hitze allerdings bricht ihnen der Rottweiler weit früher weg, als es der deutsche Schäferhund tut. Davon bin ich überzeugt, das habe ich erlebt. Da lasse ich nicht mit mir streiten. Ja. Also, allgemeine Leistungsfähigkeit. Sie bewegen sich auf ähnlichem Level mit leichten Vorteilen, wenn es zur Kraft, zur Power geht für den Rottweiler, mit leichten Vorteilen, wenn es zur Geschwindigkeit, zur Beweglichkeit, Explosivität geht für den deutschen Schäferhund und wenn es zur Leistungsfähigkeit, was die Wetterfestigkeit betrifft, ist dem Rottweiler hier der deutsche Schäferhund überlegen. Trainierbarkeit, schauen Sie, das ist sehr schwer, denn beide Hunderassen sind höchst trainierbare Hunde. Das sind zwei Angehörige der Gebrauchshundeklasse. Diese Hunde besitzen alle einen enormen Will to Please, sind alle höchst trainierbar. Selbstverständlich muss man das Thema Training mit jedem der beiden Hunde auf seine eigene Art und Weise angehen. Doch wenn Sie zum Beispiel ein erfahrener Hundemensch sind, der vielleicht schon mal Gebrauchshunde besessen hat, dann ist das für Sie überhaupt kein Problem. Allerdings gibt es einen Unterschied bei Anfängern. Und ich möchte behaupten, dass der deutsche Schäferhund sich für Leute, die sich im Thema Gebrauchshundesport, Abrichtesport neu einfinden, die sich für das begeistern und jetzt einmal durchstarten wollen mit ihrem ersten Hund, dass sich hier der deutsche Schäferhund vielleicht ein klein wenig mehr eignet. Er ist nicht trainierbarer als der Rottweiler, aber ich möchte sagen, er ist von Menschen, die damit noch nicht so viel zu tun hatten, vielleicht beeinflussbarer im ersten Moment, als es der Rottweiler ist. Ich bin davon überzeugt, dass Sie, wenn Sie neu beginnen mit dem Thema, noch nie mit dem Gebrauchshundesport zu tun hatten, mit einem deutschen Schäferhund als Ihren Ersthund schneller vorankommen bei diesem Hobby, bei diesem Sport, als mit dem Rottweiler. Verstehen Sie, was ich meine? Wenn Sie erfahrener Hundesportler sind, werden Sie mit beiden Hunderassen in derselben Geschwindigkeit Fortschritte erreichen. Ja, also schauen Sie, egal welcher dieser neuen Gebrauchshunderassen
die spazieren alle auf einem Fundament herum. Selbstverständlich kann man charaktertechnisch einen Bouvier mit einem deutschen Boxer nicht vergleichen, einen Dobermann nicht mit einem Erdilterrier vergleichen. Doch die stehen alle auf ein und demselben Fundament, auch wenn sie 9 verschiedene Steher, 9 verschiedene, weiß ich nicht was, ja, Balken darstellen. Okay, aber sie befinden sich am selben Fundament. Funktionieren in einer Art und Weise irgendwie gleich. Wenn ich mit einem Dobermann arbeiten kann, kann ich auch mit einem Schäferhund arbeiten. Wenn ich mit einem Erdilterrier arbeiten kann, kann ich auch mit einem deutschen Boxer arbeiten. Diese Hunde funktionieren in eine Richtung alle ähnlich. Und so dasselbe gilt auch für Rottweiler und Schäferhund. Klar, unterscheiden die sich beim Thema Training voneinander. Deswegen sage ich bin davon überzeugt, dass wenn Sie Anfänger sind, kommen Sie vielleicht mit dem deutschen Schäferhund etwas schneller voran als mit dem Rottweiler, der hier vielleicht ein klein wenig mehr Händchen benötigt. Ja? Doch wenn Sie diesen Schritt übersprungen haben und schon etwas fortgeschritten sind, ist es beim Thema Trainierbarkeit bei beiden, ja, eigentlich für mich persönlich wäre da nicht mehr viel Unterschied da. Ich glaube, dass ich mit beiden Hunden gleich gut zurechtkommen würde am Platz. Ja? Sie verstehen, was ich meine. Aber Trainierbarkeit, no, wenn die beiden nicht trainierbar sind, wer ist es dann? Ja, 2 Kategorien, die nicht einfach sind, folgen nun. Denn die erste Kategorie ist Wachhund, danach kommt die Kategorie Schutzhund. Schauen Sie. Deutscher Schäferhund und Rottweiler. Noch Fragen zum Thema Wachhund? Zählen mit Sicherheit zu den besten Wachhunden der Welt. Ganz klar. Jeder kennt den Schäferhund, jeder kennt den Rottweiler und jeder verbindet auch Wachhundeigenschaften mit diesen beiden. Wie oft sind Sie schon bei einem Grundstück vorbeigegangen, wo irgendeine Blechtafel draußen hängt mit dem Schädel eines Schäferhundes oder eines Rottweilers drauf? Ja, das sind höchstwahrscheinlich sogar, möchte ich mal, mit diesen Motiven die meistgedrucktesten Blechtafeln, ja, die in diese Richtung gehen auf der ganzen Welt. Also Schäferhundeköpfe oder Rottweilerköpfe. Achtung, hier wache ich, Sie wissen schon, was ich meine. Selbstverständlich sind das 2 wahnsinnig tolle Wachhunde. Es gibt allerdings einen Unterschied hier, der erwähnenswert wäre. Ich erlebte die deutschen Schäferhunde immer als die Hunde, die sich schneller aufregten. Gutes Beispiel. Ein von mir sehr geschätzter und leider schon viel zu früh verstorbener ehemaliger Hundesportkollege, der immer Schäferhundebesitzer war. Der hatte immer Schäferhunde. Ist die letzten Jahre seines Lebens umgestiegen auf Rottweiler. Den traf ich mal, der sagt zu mir, erst Ronny, du weißt ja, ich hatte immer Schäferhunde. Sagt er, ja. Sagt er, der Unterschied zu den Rottweilern jetzt war immer der, dass sich meine Schäferhunde wegen alles und jeder Kleinigkeit sofort aufgeregt haben und sofort angeschlagen gemeldet haben. Die Rottweiler tun das wirklich nur dann, wenn es notwendig ist. Das sind richtige Sörs im Vergleich zu den Schäferhunden. Ich möchte aber sagen, ich weiß, dass bis zum Schluss die Schäferhunde seine Lieblingshunde waren, obwohl er die Rottweiler liebte. Ja? Aber das war eine Sache, die er bei den Rottweilern sehr schätzte. Auch ich kenne sie so. Ich möchte behaupten, dass der deutsche Schäferhund das Thema Bewachen in einer Art und Weise angeht, im Vergleich zum Rottweiler, dass er sagt, ich melde lieber einmal zu oft als einmal zu wenig, während der Rottweiler sagt, ich melde erst dann, wenn es wirklich, wirklich notwendig ist. Beide stellen exzellente Wachhunde dar. Beide sind sensibel eingestellte Alarmanlagen. Der deutsche Schäferhund eine noch sensiblere. Das ist der Hund, den Sie beim Thema Bewachen sicher mehr spüren. Der ist etwas lauter, er regt sich schneller auf. Doch beide sind exzellente Wachhunde. Lassen wir es bei dem Thema Schutzhund. Schauen Sie, Sie werden gleich verstehen, was ich meine, wenn ich sage, wenn ich mit einem guten Schäferhund unterwegs bin und mit einem guten Rottweiler unterwegs bin, dann fühle ich mich mit beiden gut beschützt. Sie wissen, was ich mit guten Hund meine. Ja, schauen Sie. In der Praxis existiert beim Thema Eignung für das Beschützen bei beiden für mich kein Unterschied nicht. Es sind beide sowohl geistig dazu bereit, wenn es gute Hunde sind, sie zu beschützen, bis aufs Äußerste zu beschützen. Und es sind beide körperlich mehr als nur geeignet, sie zu beschützen. Den einzigen Vorteil, den der Rottweiler hier hat, und das kann oftmals ein ausschlaggebender Vorteil sein, ist, dass er vielleicht etwas mehr auf die Psyche eines Menschen auswirkt, der Böses im Schilde führt. Ich möchte das so erklären. Der Rottweiler wirkt für einen Schurken, einen Halunken, einen Verbrecher, der ihnen Böses antun will, im ersten Moment vielleicht etwas abschreckender, als es der Schäferhund tut.
Schauen Sie, der Rottweiler ist zumeist ein weit dünklere Hund, er ist substanzvoller, er hat einen breiteren Kopf. Er wirkt im ersten Moment etwas bedrohlicher, doch im Fall der Fälle, lieber Zuseher, schauen Sie, ich weiß, was ein Rottweiler kann, ich weiß aber auch, was ein deutscher Schäferhund kann. Ja? Also im Fall der Fälle richten beide Hunde einen Aggressor auf dieselbe Art und Weise her. Das kleine bisschen an mehr Kraft, Körperkraft und das kleine bisschen an mehr Punch im Kiefer beim Rottweiler ist hier nicht ausschlaggebend. Ja? Also, es sind beides exzellente Schutzhunde und gehören zu den besten Schutzhunden der Welt. Der Rottweiler hat vielleicht diesen einen kleinen Vorteil, was die Wirkung auf die psychologische Wirkung betrifft. Sie verstehen schon, was ich meine. Ja? Auch da lassen wir es bei dem, möchte ich sagen. Familienhund, nun, gibt Unterschiede, ja? Aber allgemein gesehen sind beides Top-Familienhunde. Sind beides Hunde, die in Familienverband aufgehen. Beides sind Hunde, die auf ihre Familie achten, die ihre Familie beschützen, ja, die jeden in der Familie lieben, die ihnen das auch zeigen. Es sind Hunde, die nicht allzu viel Platz zu Hause brauchen. Den Schäferhund spürt man etwas mehr, weil er sich öfter mal aufregt als der Rottweiler. Aber das hält sich in Grenzen, möchte ich sagen. Der einzige gravierende Unterschied beim Thema Familienhaltung ist der, dass man dem Rottweiler nachsagt, er wäre oft ein Einmannhund. Beim Schäferhund hört man das weniger oft. Es gibt mit Sicherheit Schäferhunde, die Einmannhunde darstellen und Rottweiler, welche keine sind. Aber zumeist ist es so, wie man es sagt. Ein gutes Beispiel, der Rottweiler meiner Cousine, der liebte alle in der Familie, ihre Kinder, ihren Ehemann, aber wenn sie da war, hat er alle anderen weggeblendet. Dann war nur sie da. Das ist oft so beim Rottweiler. Beim Schäferhund kommt das seltener vor. Jetzt stört das manche Leute nicht. Manche fühlen sich aber da irgendwie vernachlässigt durch den Hund, wenn er das tut. Und das kann schon ein Kriterium bei der Auswahl eines Familienhundes sein. Den einen ist es egal, ob er einen Einmannhund besitzt. Der andere sieht sich eher um Hunde, die nicht dazu neigen, ja, sich nur eine Bezugsperson herauszusuchen. Das ist der einzige gravierende Unterschied bei beiden Hunden. Ich würde sagen, dass sie auch beide ähnlich gut zu Kindern funktionieren, eine ähnlich hohe Toleranz vorzeigen, wenn sie gekonnt an diese herangeführt werden. Das ist ja bei allen Hunden so, liebe Zuseher. Egal, ob der Hund zuerst war da und dann das Baby kam oder ob zuerst das Kind da war und der Hund nachher kommt. Hunde gehören immer mit Gefühl an Kinder herangeführt. Sie wissen. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und hier funktionieren dann beide gleich gut oder weniger gut. Kommt immer auf die Erziehung an, Kindern gegenüber. Also hier gibt es keinen Unterschied. Der gravierendste Unterschied im Familienleben als Familienhund für mich ist eben diese Geschichte Einmannhund oder nicht, möchte ich mal sagen. Sehen wir uns jetzt mal die allgemeine Haltung an und gehen wir dann gleich fließend über ins Gesamtfazit. Ja, also generell sind das Hunde, die sich auf derselben Plattform bewegen, die sich optisch voneinander unterscheiden und charakterlich eigentlich nur krasse Unterschiede in der Triebigkeit vorweisen. Der deutsche Schäferhund ist vielleicht der Hund, der etwas mehr den Klauen manchmal raushängen lässt, während der Rottweiler schon das eine oder andere Mal der etwas grimmigere, ernstere Hund sein kann. Ich persönlich habe mit weit mehr durchgedrehten Rottweilern zu tun gehabt in meinem Leben als mit nicht so toll funktionierenden Schäferhunden. Das gebe ich offen und ehrlich zu. Schauen Sie, ich spreche hier die Wahrheit. Es hat keinen Sinn, wenn ich dauernd nur Loblieder singe über Hunde, wenn es auch negative Sachen zu berichten gibt. Selbstverständlich hat das mit Erziehung, mit Haltung, mit Prägung zu tun. Das wissen wir alle. Aber es ist so. Ich hatte mit viel mehr Rottweilern zu tun, die eher negativ aufgefallen sind, als mit Schäferhunden, die das taten. Auch ist es so, dass Sie bei der Haltung mit beiden Hunden garantiert mit dem deutschen Schäferhund positiveres Feedback erhalten als mit dem Rottweiler. Also wenn der mich jetzt fragen würde, gib mir noch einen Grund, weshalb, würde ich sagen, ja schau, wenn du mit dem Schäferhund unterwegs bist, wird es hauptsächlich so sein, dass die Leute sagen, ja schau, ein Schäferhund, wir hatten auch mal einen oder als Kind und so weiter. Der deutsche Schäferhund ist viel häufiger gern gesehen, als es der Rottweiler ist. Der Grund sind die Medien. Die haben diesen Hund teilweise zertrümmert, zerstört, vernichtet. Also der wurde medial umgebracht, ähnlich wie die Bullterrier-Rassen. Hier müssen Sie schon damit rechnen, dass wenn Sie mit einem Rottweiler unterwegs sind, dass Sie nicht so gern gesehen sind. Ja? Dass jemand sagt, oh, ein Rottweiler, gefährlicher Hund, da gehen wir einen Bogen drum. Ja, wenn Ihnen das etwas ausmacht, dann wären Sie eher beim deutschen Schäferhund besser aufgehoben, möchte ich sagen. Noch wenn Ihnen das egal ist, bietet sich auch der Rottweiler für Sie an. Generell ist der deutsche Schäferhund für mich etwas weniger anspruchsvoll.
zu halten als der Rottweiler. Wobei auch der deutsche Schäferhund ein Hund mit Ecken und Kanten ist. Hören Sie mal, das ist ein deutscher Schäferhund. Ein deutscher Schäferhund ohne Ecken und Kanten ist kein deutscher Schäferhund, zumindest nicht für mich. Aber der Rottweiler kann schon etwas grimmiger sein, glaube ich, etwas komplizierter, allgemein im Wesen, als der deutsche Schäferhund. Leistungstechnisch nehmen sie sich nicht viel, der deutsche Schäferhund etwas flinker unterwegs, wendiger, Rottweiler auch schnell, auch beweglich, etwas kräftiger, Top-Wach- und Schutzhunde, Top-Familienhunde, vielleicht etwas unkomplizierter, allgemein der deutsche Schäferhund, der Rottweiler, kann hier vielleicht etwas schneller abrutschen, ja, kann auch der Schäferhund, aber der Rottweiler etwas schneller. Das ist meine Meinung. Hauptkriterium bei der Entscheidung bei der Hunderasse ist für mich die Optik. Sind Sie eher im Lager der wölfischen Hütehunde zu Hause, deutscher Schäferhund, gefällt Ihnen eher das Lager der schwereren, substanzvollen Molosserrassen, dann wird sich eher der Rottweiler für Sie anbieten. Ja. Wenn Sie mich fragen, für welchen Hund ich mich entscheiden würde, nun, das ist recht leicht erklärt. Schauen Sie, ich würde mich für den deutschen Schäferhund entscheiden, aber das hat nur den einen Grund, weil ich mit dem deutschen Schäferhund einfach mehr positive Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe als mit dem Rottweiler. Ich habe auch mit dem Rottweiler schöne Dinge erlebt, aber weit häufiger schöne Dinge erlebt mit dem deutschen Schäferhund, während ich mit dem Rottweiler, muss ich ehrlich zugeben, häufiger glimpfliche Situationen erlebt habe als schöne. Ist so. Hat hauptsächlich mit den Haltern dieser Hunde zu tun gehabt. Ja, da hat man keinen Einfluss drauf. Ja, aber deswegen, dennoch hat man dann die Erlebnisse mit diesen Hunden. Ja. Außerdem bin ich mit deutschen Schäferhunden aufgewachsen. Ich bin mit diesen Hunden groß geworden. Optisch könnte ich mich nur schwer für eine beider Hunderassen entscheiden, da mir dieses Wölfische des deutschen Schäferhundes wahnsinnig gut gefällt. Ich bin begeistert von der Optik dieses Hundes, des Königs der Hunderassen, dem besten Allrounder aller Hunde. Mir gefällt aber genauso gut das molossoide Aussehen des Rottweilers. Also ein schöner Rottweiler, wenn der auf Sie zukommt, ist schon was Beeindruckendes. Begeistert mich unheimlich. Doch wie gesagt, ich würde mich für den deutschen Schäferhund entscheiden. Ja, ich habe ganz vergessen, Ihnen etwas zu sagen, das mir aufgefallen ist. Ich weiß aber nicht, warum das so ist. Ich kannte eigenartigerweise viele Leute, die von Schäferhundetypen auf Rottweiler umgestiegen sind. Umgekehrt, Leute, die von Rottweiler auf Schäferhundetypen umgestiegen sind, kannte ich eigentlich überhaupt keine. Ich kannte Menschen, die eingeschworene Schäferhunde-Fans waren und sich dann Rottweiler besorgt haben, dabei blieben. Ich kannte einen Herrn mit einem Kurzhaar-Collie, ebenfalls ein Schäferhund, der sich dann auch auf Rottweiler eingeschossen hat. Ich kannte jemanden mit 2 Hoverwarts, ist zwar kein Schäferhund, aber stammt auch von Hütehunden ab, der sich dann ebenfalls auf den Rottweiler spezialisiert hat. Ich habe aber nie eine Person kennengelernt, die von Rottweiler auf Schäferhundetypen umgestiegen wäre. Weshalb das so ist, weiß ich nicht. Ja, vielleicht wissen Sie das. Ja, lieber Zuseher, also, das war mein vorsichtiger Versuch, diese beiden Hunderassen miteinander zu vergleichen. Es ist schwer, ja, hier jemandem einen Tipp zu geben. Der Hund ist für dich besser oder der Hund ist für dich besser. Die spielen für mich in einer ähnlichen Liga. Ja. Absolut. Hier entscheidet für mich hauptsächlich die Optik und vielleicht der Fakt, dass der Schäferhund vielleicht eher beginnerfreundlich ist als der Rottweiler. Aber das war's. Das war's. Viel mehr Unterschied gibt es da nicht, denn sie sind beide in denselben Situationen einsetzbar für mich und auch gleich gut geeignet in denselben Situationen. Ja, Punkt, aus, Ende. Liebe Zuseher, es hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen. Jetzt muss ich nachsehen, ob mein Hund irgendwo einen Hirschlausflieger, kennen Sie Hirschlausfliegen? Verfluchte Gesellen sind das. Ich töte generell überhaupt keine Tiere. Ich trete nicht mal auf Ameisen drauf. Und wenn sich eine Fliege bei uns zu Hause in die Wohnung verirrt, dann versuche ich sie zu fangen und schmeiße sie beim Fenster raus. Ich glaube an böses Karma. Ja? Also warum soll ich dieses Tier töten, wenn es mir nichts tun möchte? Wenn mich eine Ameise beißt, kann es leicht sein, dass ich sie erschlage. Okay, aber dann hat sie begonnen. Ja? Aber grundsätzlich töte ich keine Tiere. Auch keine Spinnen, obwohl ich Spinnen überhaupt nicht mag. Ich möchte hier nicht so weit gehen und von Arachnophobie sprechen, aber ich mag Spinnen nicht. Aber ich töte sie nicht. Doch Hirschlausfliegen, die töte ich schon. Das sind ganz üble Gesellen, sage ich Ihnen das. Fliegende Zecken. Und kleine braune Fliegen, die setzen sich aufs Fell ihres Hundes, krabbeln unter das Fell
beißen sich fest wie eine Zecke, werfen die Flügel ab und saugen sich voll mit Blut. Nichts anderes als ein Zeck, den ich übrigens auch töte. Das sind die zwei einzigen Lebewesen, die ich absichtlich töte. Deswegen muss ich meinen Hund jetzt auf diese Tiere untersuchen, denn hier, wo wir uns befinden und das Video gerade drehen, hier wimmelt es eigentlich von diesen verfluchten Tieren. Ja. Wofür es die gibt, ja, weiß ich nicht. Aber das frage ich mich bei uns Menschen auch oftmals. Ja, nochmal, hat mich sehr gefreut, dass Sie mir zugesehen haben. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und das war's schon wieder.